Ich möchte sehr, sehr herzlich Dr. John Lee aus den USA begrüßen und gleich nebendran die Übersetzerin Elisabeth von Stosch. Sie ist nicht nur Übersetzerin, sondern gleichzeitig auch Heilpraktikerin, HP, und sozusagen vom Fach. Wir hatten schon eine sehr intensive Zeit in München miteinander, schon ein eingespieltes Team. Die Geschichte von diesem Tag, die will ich Ihnen nur ganz kurz erklären. Vor einigen Monaten, Anfang April, bin ich in Kalifornien gewesen mit meinem Mann zusammen und wir sind schnurstracks zum Dr. Lee auf sein schönes Haus in der Nähe von Sebastopol und haben ihn gebeten und gefragt, ob er Interesse hätte, nach Deutschland zu kommen, damit wir alle miteinander, Fachleute und Betroffene, gemeinsam lernen. Wie können wir Hormonhilfen bekommen auf natürlichem Weg, ohne dass unser Körper noch mehr in Schwierigkeiten gerät? Und er hat gleich zugestimmt und wir haben den Kalender gewälzt und überlegt, wann das möglich wäre. Und es ist für mich nicht nur ein Wunder passiert, es sind viele Wunder passiert, dass das dann tatsächlich möglich war. Es ist normalerweise ja so in dem medizinischen Feld, dass da irgendwelche Firmen Kongresse ausschreiben und dann berühmte Leute einladen und dann fließt ein ganz schönes Geld über den Tisch. Und wenn dann einfach so eine ganz einfache kleine Selbsthilfearbeit anfängt aktiv zu werden, dann stehen erstmal riesige Zahlen im Raum und es ist einfach sehr, sehr ungewiss gewesen, ob wir es schaffen. Und ich bin dann, was ich normalerweise nicht mache, ich akzeptiere sonst normalerweise kein Sponsoring, aber ich bin betteln gegangen bei Firmen, die in diesem Thema auch aktiv sind und ein Stück Pionierarbeit auch geleistet haben bereits hier in Deutschland und habe versucht dann zusammenzukratzen, was nur ging, damit wir die Tickets bezahlen können und die Reise hier auch durchführen können. An einem Punkt habe ich tatsächlich meine Kollegin in Paris angerufen und gesagt, wir schaffen es nicht. In Deutschland, es ist einfach, ich glaube nicht, wir kriegen das zusammen. Und wir haben uns geteilt, die ganzen Kosten, auf Paris, Lausanne und Deutschland. Und wir haben den größten Brocken, weil wir die meisten Veranstaltungen hier haben. Und es ist für mich ein Geschenk des Himmels, dass das heute möglich ist. This is a big topic we have today. It's about the change that has happened in hormone balancing. And this is what we're going to be talking about. Ein umfangreiches Thema, was wir heute haben, der Wandel, der sich vollzieht im Zusammenhang mit Hormonen und die Balance der Hormone. I understand that you all know that medicine keeps changing all the time. Ich nehme an, dass Ihnen allen vertraut ist, dass die Medizin sich in einem konstanten Wandel befindet. We don't practice the same way today as doctors practiced 100 years ago. Heute praktizieren wir nicht auf die gleiche Art und Weise wie Ärzte vor 100 Jahren. When I started my training at the university at Harvard, it was 1947. Ich fing an der Universität, an der Harvard-Universität 1947. And then to medical school in 1951. Und dann zur Medical School 1951. I will give you an example. We were taught that diabetes was a disease due to the lack of insulin. Uns wurde zum Beispiel beigebracht, dass Diabetes eine Krankheit ist, die auf Insulinmangel beruht. And in one generation, they found that the people with diabetes actually have plenty of insulin 80% of the time. Und in einer Generation hat man entdeckt, im Laufe einer Generation hat man entdeckt, dass die meisten Menschen, die Diabetes haben, ausreichend Insulin haben. And yet they have elevated blood sugar. It means that they're not able to use the insulin. Aber sie haben erhöhten Blutzucker und das bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind, das Insulin zu benutzen. And the doctor to treat them has to give them extra insulin, but it's not really because they're low, it's because they can't use the insulin so well. Und der Arzt, der sie behandelt, gibt ihnen dann extra Insulin, aber nicht deshalb, weil sie zu wenig haben, sondern weil das eigene, was sie haben, nicht richtig benutzt werden kann.
So now we have a new diagnosis. Instead of diabetes, we say insulin resistance. Jetzt haben wir also eine neue Diagnose. Statt Diabetes spricht man von Insulinresistenz. And it happens when you have insulin resistance, you will have high insulin, high sugar, and you're more prone to get cancer. Und wenn man insulinresistent ist, dann hat man hohen Blutzucker und hohes Insulin und ist mehr krebsgefährdet. So medicine changes all the time. Medizin verändert sich also ständig. Usually it changes because some improvement, some discovery has been made that makes things better to do it a certain way. Meistens verändert sich, weil Verbesserungen entdeckt werden und neue Wege entwickelt werden, wie Krankheiten behandelt werden können. But sometimes progress is held up because the previous way is the one that is making so much money. Aber manchmal wird der Fortschritt verhindert, weil die vorherige Behandlungsart, man möchte an ihr festhalten, weil damit viel Geld verdient wird. And this is what has happened with hormone balancing, hormone treatment. Und das genau geschieht mit Hormonbalance und Hormontherapie. While everything else was changing, doctors were still using the same synthetic hormones that were invented 50 years before. Während sich so viel wandelt, benutzen Ärzte immer noch die gleichen Hormone, die vor 50 Jahren entwickelt wurden. I also want to bring up the concept of how doctors sometimes have different approaches to medicine. Ich möchte auch das Konzept jetzt ansprechen, wie Ärzte verschiedene Herangehensweisen haben an die Behandlung. Some doctors treat symptoms. Es gibt Ärzte, die behandeln vorrangig Symptome. If you go to the doctor with a headache, you get a headache pill. If you go to the doctor with high blood pressure, you get a high blood pressure pill. If you go to the doctor with pain, you get a pain pill. Man geht zum Arzt wegen Kopfschmerzen, bekommt eine Kopfschmerztablette, oder man geht zum Arzt wegen hohen Blutdruck und bekommt ein Medikament gegen hohen Blutdruck, oder wegen Schmerz und bekommt eine Schmerztablette. That doctor does not get to the cause of the problem. Dieser Arzt tastet sich nicht vor zur Ursache des Problems. However, he will have a patient for life because they will never get well. Aber wird einen Patienten haben, den das ganze Leben lang betreuen kann, weil der wird nie gesund werden. Another way to practice is to try to find the underlying metabolic cause. Eine andere Art und Weise zu praktizieren ist zu versuchen, die darunterliegenden Stoffwechselzusammenhänge zu finden. If you find the underlying cause and correct it, then the patient gets well. Wenn man die Gründe, die darunter liegen, findet und sie korrigiert, dann wird der Patient gesund. And then you don't see them in your office, you see them on the street and they say, thank you. Und dann sieht man sie nicht in der eigenen Praxis, sondern man trifft sie auf der Straße und sie sagen Danke. Yeah. That form of treatment requires more cognitive powers. Diese Art der Behandlung erfordert mehr kognitive Kräfte. In these days you can buy a CD for your computer which lists the symptoms, and from the symptoms it lists the medicine to overcome the symptoms. Heutzutage kann man eine CD kaufen, die in den Computer stecken, mit einer Liste von Symptomen, und dann kann man zu den Symptomen passend ein Medikament finden. The doctor can practice medicine without ever thinking. Ein Arzt könnte also Medizin praktizieren, ohne jemals nachzudenken. I was the first kind of doctor for the first 20 years of my practice. Und diese Art von Arzt war ich in den ersten 20 Jahren meiner Praxis. Because I had learned it in medical school. Certain symptoms have certain meanings, they think, and then you have a